Hallo Freunde, willkommen beim Video wieder von mir, wo ich mal persönlich vor der Kamera stehe. So, kurze Erläuterung, worum es in diesem Video geht. Ich habe folgende Themen mal notiert, damit ich auch mal eine Reihenfolge habe, nämlich Stunden voller Arbeit, mitten in der Nacht, weiterempfehlen, warum zerlegen und eine demnächst wahrscheinlich kommende neue Serie von mir. So, fangen wir von vorne an. Stunden voller Arbeit. Wenn ihr denkt, ach, dieses bisschen Zerlegen von Modellautos und die dann abfotografieren, die Videos machen und so alles, wäre keine großartige Arbeit. Aber ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt 4:27 Uhr, also mitten in der Nacht, wie notiert. Oder früh am Morgen, besser gesagt. Es wird langsam hell draußen. Und warum ich das auch nachts mache, ganz einfach, ich habe eine Familie. Die wollen tagsüber was von mir erleben, also 2 Kinder, eine Frau. Und deswegen mache ich das alles hauptsächlich nachts. Morgens, wenn die halt noch im Halbschlaf sind, schlafe ich. Und deswegen arbeite ich auch mitten in der Nacht. Und das auch meistens nur am Wochenende, weil ich von Montag bis Freitag halt noch woanders arbeiten gehe, um halt meinen Lebensunterhalt zu verdienen. So, kurze zur Erklärung nochmal. Stunden voller Arbeit. Ich habe jetzt am Samstagabend um 23 Uhr angefangen zu arbeiten. Jetzt haben wir 4:28 Uhr und ich bin noch nicht fertig. Ihr könnt ihr schon mal rechnen, das sind schon über 5 Stunden, knapp 5 Stunden, ein paar zerquetschte, wo ich am Arbeiten bin an Modellautos. Ich habe Videos für euch gemacht, ne, die Schlachtnacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Modellautos ich zerlegt habe. 3, 6, 7 Stück habe ich. 7 Modellautos habe ich zerlegt, davon 6 Videos gemacht und jetzt das hier noch. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass es verdammt viel Arbeit ist, ne? 5,5 Stunden und ich bin immer noch nicht fertig. Ich muss die ganzen Teile noch online tun. Äh, 2 Autos habe ich schon in Teilen reingetan. Das ist der Hellcat, den ich vorhin gemacht habe, und der Golf 1 GTI. Habe ich schon in Teilen in Online-Job reingetan. Den Rest muss noch. Und könnt ihr euch vorstellen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das ist nicht so, wie viele sich wahrscheinlich gedacht haben, ist wirklich so mal eben. Mal eben ist das nicht. Das ist, oder wie die Leute sagen, ich mache das nur aus nebenbei, aus Spaß oder wie heißt mal, aus Hobby oder irgendwie sowas. Das ist schon richtig Arbeit. Man sitzt hier vor einem Computer locker 3, 4 Stunden, bis man alles fertig hat, Videos hochgeladen hat, Teile reingetan hat, ähm, E-Mails beantworten und Social Media. Da sitzt ihr echt ein paar Stunden hier am Computer und seid beschäftigt. Und das ist alles nicht mal eben so, wie die sich das Leute vorstellen. Ich weiß, dass viele Leute denken, ah, stell dich nicht so an. Ey. So, nein, ich bin schon seit 6 Stunden auf den Beinen und das nachts, bin am Arbeiten. Ne? Man merkt auch schon langsam, ich werde auch langsam müde. Ja, was soll ich sagen? Viel Arbeit. Viel Arbeit, viel Arbeit. Ihr kennt ja meinen Schrottplatz, ihr kennt die Schlachtbank und da wisst ihr ganz genau, da kommt noch verdammt viel Arbeit. Ja, und das kommt ja auch noch mehr Zeug. Ich glaube, im Laufe der Woche kommt noch Mercedes GLA und so wird alles rein. E36 Cabrio kommt von UT. Da kommt auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Und danach habe ich wahrscheinlich Urlaub. Oha, Sachen gibt's, ne? So, ein Thema habe ich vorhin schon angesprochen, was ich auf meinem Zettel draufstehen habe. Die neue Serie. Die neue Serie hat ausnahmsweise nichts mit Modellautos zu tun, aber mit Autos. Ähm, Leute, die von Anfang an dabei sind und mich auch bei Instagram und so folgen, wissen, dass ich auch so ein Faible habe für vergessene Autos, die am Straßenrand am Rumgammeln sind und so alles. Und dafür habe ich auch ein Faible. Also ich gucke mir die auch gerne an. Ich klaue dann davon nichts irgendwie sowas, ne? Das mache ich nicht. So einen Scheiß mache ich nicht. Aber ich gucke mir die halt gerne an. Und ich bin auch manchmal überrascht, was für Autos so halt in den Hinterhöfen oder in den Garagen oder auf den Straßen, auf den Parkplätzen, Tiefgaragen halt immer so vergessen werden. Und meine neue Serie basiert darauf. Aber da stellt sich die Frage, fahre ich dieses Jahr dahin, wo ich drehen werde? Und das hat jetzt, ich habe ja mein Alltagsauto verkauft, jetzt am Donnerstag. Ich bin quasi jetzt nur noch mit meinem Oldtimer unterwegs,
weil ich kein Alltagsauto habe. Und mit dem Oldtimer kann ich nicht dahin fahren, weil 2000 Kilometer entfernt ist, wo ich drehen werde. Und letztes Jahr, eigentlich wollte ich das schon letztes Jahr gemacht haben, ging aber dank Corona nicht. Dieses Jahr geht's. Da ist die Inzidenzzahl in dem Land ist genauso niedrig wie hier. Und man kann jetzt gefahrlos dahin reisen. Und keine Sorge, ich werde euch jetzt hier nicht mit Corona volllabern. Das machen andere Leute schon. Ich lasse euch in Ruhe damit. Das wird kein Thema bei mir werden. Ähm, und jetzt kann ich auch endlich dahin fahren. Wenn meine Familie mir das erlaubt, weil die kommen natürlich mit, werde ich ganz viele Videos machen dort in dem Land. Und weil in dem Land, also Mazedonien, es ist Mazedonien, das Land, und da gibt es außergewöhnlich viele vergessene Autos am Straßenrand und so alles. Auch sehr außergewöhnliche Autos, die man nicht so vergessen würde hier in Deutschland, aber da schaffen die Leute das. Und diese Autos werde ich dann aufspüren. Einige Autos sind sogar von meinem Haus entfernt, wenige Meter nur. Ja, voll geil. Aber das werdet ihr wahrscheinlich dann sehen. Und ich werde natürlich so viele Videos wie möglich versuchen zu machen. Also in meinem Urlaub werde ich trotzdem irgendwie arbeiten. Ne? Ich habe mich auch schon darauf vorbereitet. Ich habe die Kamera so weit vorbereitet, dass ich ein paar coole Videos machen kann. Und es wird auf jeden Fall interessant werden, weil zum Teil stehen ja auch ein paar Storys dazu. Also gibt es ein paar Storys dazu, warum dieses Auto vergessen, weil die Besitzer direkt daneben sind. Paar wichtige Hinweise für euch, für Leute, die denken, ich fahre dahin und baue mir ein Teil aus. Da wird es noch eine konkrete Information geben. Das würde ich euch nicht empfehlen, einfach dahin fahren und euch das Auto von der Straße wegschnappen. Aber das werde ich euch noch erzählen und auch wahrscheinlich auch live zeigen können, was passiert, wenn man zu lange an so einem Auto steht. Interessant, ja, es ist wirklich interessant. Ich habe das nämlich vor 2 Jahren nämlich gemacht und habe mit meinem Bruder ein Auto angeguckt und das hat nicht lange gedauert, bis jemand da stand und gefragt, ey, was macht ihr da? Aber dazu mehr, wenn ich dort bin. Ja, jetzt muss ich erstmal ein neues Auto auftreiben und wenn ich es gefunden habe, dann fahre ich auch in den Süden und dann werde ich definitiv die neue Serie starten. Ja, ich habe auf meiner Liste ein Thema hingeschrieben, was mir wirklich am Herzen liegt. Und da seid ihr nämlich Zuschauer gefragt und, und ich brauche eure Hilfe. Ihr könnt euch gut vorstellen, dass dieses Thema hier Modelldealer 24 bei YouTube verdammt sehr zeitaufwendig ist. So ein Video zu machen geht natürlich ruckzuck, 10, 15 Minuten im Schnitt. Und ich schneide ja nichts raus. Ich bearbeite die Videos im meisten Falle ja auch gar nicht, um euch einfach zu zeigen, dass ich einfach offen und ehrlich bin. Und so rede ich jetzt auch gleich mit euch. Offen und ehrlich. Und ihr seht dann halt alle meine Mistakes, also meine gescheiterten Situationen, wenn mir was kaputt geht und so und alles. Ich schneide nichts raus. Das ist alles offen und ehrlich und absolut transparent bei mir. Wie ihr aus meinen anderen Videos kennt, ich rede offen und ehrlich. Also, das schätzen viele Menschen an mir. Und das werde ich auch bei euch auch machen, auch wenn ich euch gar nicht persönlich kenne, zum größten Teil. Also, einige von euch kenne ich, ne? Aber wie gesagt, nicht alle. So, und jetzt seid ihr mal in der Reihe. Unterstützt mich mal ein bisschen dabei. Ich verdiene mit YouTube nicht wirklich Geld. Also, klar kommen da ein paar Öcken rum, aber davon kann ich nicht so leben wie JP Performance oder keine Ahnung, wie die ganzen bekannten YouTuber heißen da. Ich interessiere mich eigentlich nicht so für die ganzen weltberühmten YouTuber, aber ich bin noch Milliarden Jahre davon entfernt, auf deren Niveau zu kommen, finanziell. Und ich hoffe, ihr unterstützt mich, damit ich mehr Aufmerksamkeit bekomme, mehr Followers, mehr Stunden und mehr, einfach mehr von allem. Empfiehlt mich euren Foren, empfiehlt mich euren Clubs, Freunde und alle, die sich für Modellautos und Autos interessieren, wenn ihr euch mich empfehlen könnt. Ne, ihr könnt dann natürlich auch sagen, der Typ ist scheiße, ignoriert den. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr sagen, sein Channel ist interessant, informativ, guckt euch das an und
natürlich an alle, die ähm, mein mein Channel gucken, aber nicht abonniert habt. Bitte abonniert mich, ihr würdet mich echt ganz gewaltig da unterstützen. Wie gesagt, ich bin noch weit entfernt davon, wirklich Geld zu verdienen. Wie gesagt, ich rede hier von Kleinstbeträgen, was ich hier einnehme pro Video. Die ganzen Modellautos, die ich da bekomme zum Verschrotten, das sind keine Gelder, die ich von YouTube-Videos bekommen habe, sondern durch Verkauf der Teile. Also denkt nicht daran, ich finanziere mir alles jetzt mit YouTube-Videos. Ne? So geil prominent bin ich nicht. Ihr könnt mich natürlich, wie gesagt, Freunden, Bekannten, Clubmitgliedern und Foren und überall weiterempfehlen. Teilt meine Videos, wo ihr könnt und möchtet. Erzählt euren Leuten von mir, dass ich diese Videos halt mache über Zerlegen, Zerstören und Aufklären und Reparaturhinweisen und so was alles. Oder, keine Ahnung. Ähm, Was gibt's noch? D-Max. Ja, wenn ich mich selber bei D-Max melden würde, dann würde ich sagen, ne, verpiss dich hier. Ja, keine Ahnung. Helft mir einfach. Einfach mal helfen. Ich helfe euch ja auch quasi jeden Tag mit Kaufentscheidungen, Tipps zum Zerlegen. Ich helfe euch mit Ersatzteilen. Ich helfe euch bei Problemen mit Modellautos. Ich helfe euch viel, hoffe ich. Und jetzt könnt ihr auch mir mal helfen. Wie gesagt, ich würde mich echt darüber freuen, wenn ihr mir helft, größer zu werden. Weil das ganze Geld, was ich irgendwann mal wirklich mal verdienen sollte, und nicht diese paar Öcken, die ich da bekomme, wir reden hier wirklich von einstelligen Eurobeträgen, die ich am Tag einnehme. Also, das reicht nicht für eine Kamera oder irgendwie was. Aber wie gesagt, wenn ich irgendwann mal schaffen sollte, richtig Geld damit zu verdienen, wie die ganzen anderen Typen da bei YouTube, ich weiß nicht, wie die alle heißen, ey. Und dann würde ich das auch natürlich alles hauptsächlich in Modell Dealer 24 investieren, damit es ein professioneller wird auch, ne? Es wird immer offen und ehrlich bleiben. Ich werde definitiv nichts rausschneiden, aber es soll einfach alles ein bisschen professioneller und besser wirken, ne? Besseres Werkzeug, weil ihr kennt ja auch jemanden, der mich sponsert in Sachen Werkzeug oder Kameratechnik oder Tontechnik. Ähm, Keine Ahnung, ihr wisst ja selber, ich muss euch nichts erzählen. Meine Videos sind jetzt nicht voll die High-End-Videos von der Qualität her, aber immer offen und ehrlich. Und ich hoffe auch informativ und hilfreich. Weil darum geht es mir im Endeffekt. Mir geht es nicht, die perfekte Arbeit abzuliefern. Ne, das ist nicht so mein Sinn und Idee und Planung. Mir geht es in erster Linie immer darum, zu helfen. Wirklich zu helfen. Und wenn ich irgendwann mal, was ich hoffe, mal richtig erfolgreich werde mit YouTube und so und alles, dann bin ich nicht derjenige, der losläuft und kauft sich den 100. Lamborghini oder den 1000. Bentley oder irgendwie sowas. Sowas würde ich niemals machen. Ich würde wirklich eher die Menschen helfen. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin offen und ehrlich. Ich sage euch das ganz offen und ehrlich, warum ich so bin. Ich möchte, wenn ich irgendwann mal abnippel, ich werde definitiv irgendwann mal sterben, früher oder später, weiß ich nicht wann. Hat mir keiner verraten, wann ich dran bin. Ich möchte dann in Erinnerung bleiben als der Mensch, der andere Menschen geholfen hat. Ich möchte nicht der Mensch sein, der sich 20 Lamborghinis in die Garage gestellt hat. Oder Ferraris oder Porsches. Ich möchte nicht, dass die Leute sagen, ach ja, der Martin, der hat sich schon wieder einen neuen Porsche gekauft. So ein Mensch will ich nicht sein. Ich möchte sein, boah, ja, der Martin, der hat mir geholfen. Ach ja, und hier hat er geholfen, da hat er geholfen. Dieser Martin möchte ich sein. Und geht meistens über Geld zu helfen, ne? Äh, und wie gesagt, ich würde es machen. Ihr könnt mir auch glauben, ich werde es machen, wenn das soweit sein sollte. Ich glaube, bei der Geschwindigkeit, wie ich momentan bei YouTube wachse, ich wachse zwar jeden Tag, es kommen immer jeden Tag ein paar Followers neu dazu, aber es ist alles noch richtig langsam, finde ich. Und mit eurer Hilfe natürlich hoffe ich natürlich, dass es ein bisschen schneller geht, dass da auch vielleicht mal der ein oder andere Sponsor hängen bleibt und mir mal auch vielleicht mal ein bisschen unterstützt mit irgendwelchen Mitteln, ob das mit
mit Werkzeug ist oder mit Technik ist oder keine Ahnung, oder Leute, die sich halt besser auskennen mit Videos und so was alles. Da ist mir auch schon viel geholfen. Geld ist jetzt nicht so das Hauptthema bei mir, weil ich verdiene mit meinem eigentlichen Job eigentlich schon vernünftig Geld und bin eigentlich an diesen ganzen Modellauto-Geschichten eigentlich gar nicht gebunden. Ich mache das einfach, weil es mir A, Spaß macht und ich auch irgendwann mal hoffe, dass ich davon auch mal leben könnte. Ne? Das ist eigentlich mein Plan. Und dass ich vielleicht auch irgendwann mal nur einen Job habe statt zwei Jobs. Also einmal mein normaler Alltagsjob, wo ich jeden Tag hindackle, so wie ihr auch wahrscheinlich. Und halt der Job als Modelldealer 24. Und mein Traum wäre natürlich irgendwann mal richtig davon leben zu können. Und auch vernünftig leben zu können. Ohne Angst zu haben, pleite zu gehen oder was auch immer. Aber dafür brauche ich, wie gesagt, eure Hilfe. Deswegen bitte, wie ihr merkt, ich bin ehrlich. Ich rede auch offen und ehrlich mit euch. Auch wenn ich euch nicht ins Gesicht schauen kann. Ihr könnt mir gerade ins Gesicht schauen. Und ihr seht, ähm, ich bin nicht aus Geld aus. Aber Geld hilft leider aber auch, dahin zu kommen, wo man hin möchte. Und das geht leider nur mit euch. Ihr Zuschauer, ihr habt es in der Hand. Ihr könnt quasi Modelldealer 24 mit aufbauen. Der Online-Shop an sich, der läuft schon ganz prima. Teile werden zu Hunderten gekauft, alles gut. Nur halt dieses Social Media Auftreten. Da brauche ich eure Hilfe und ich hoffe, ihr hilft mir auch. Ne? Und ihr habt es wirklich in der Hand. Wirklich, nicht ich. Ihr. Du. Und du da hinten auch. Und ich würde mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr in den Kommentarenfeld reinschreibt, von wo ihr mir zuguckt, also von welcher Stadt und natürlich von welchem Land. Das wäre auch cool. Und um zu wissen, ich habe natürlich schon viel Feedback zurückbekommen per Facebook und Instagram und YouTube, also oder per E-Mail auch. Ja, da haben die mir Leute aus China geschrieben mit Screenshots und Videos und haben gesagt, ich brauche dieses Ersatzteil aus China. Oder Leute aus Iran haben mich oft angeschrieben für Ersatzteile für Modellautos oder für ganze Modellautos aus Australien und aus Brasilien, aus Amerika, Kanada, Russland, auch Russland ganz viel, Spanien, Italien auch jede Menge. Also ihr merkt schon, ich bin schon ziemlich international aufgestellt, obwohl ich eigentlich nur auf Deutsch rede. Gucken trotzdem die ganzen Leute die Videos, obwohl die wahrscheinlich nichts verstehen. Ähm, ich habe ja jetzt bei den wichtigsten Videos jetzt natürlich englischen Untertitel gemacht, aber ihr wisst ja selber, das ist so ein automatisches Programm von YouTube und der ist nicht so ganz korrekt mit der Übersetzung. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich jetzt da anfange, noch mich selber so zu übersetzen, dann werde ich wahrscheinlich hier im Büro wohnen. Und das reicht mir langsam, das übersteigt meine Fähigkeiten. Und ich denke mal, da wird meine Familie auch nicht mehr mitmachen. Weil so ein Video zu übersetzen, von selber aus, also selber nachtippen, was man da gerade quatscht und das dann in Englisch übersetzt, das dauert wirklich lange. Also so ein 20-Minuten-Video dauert 20 Minuten zu übersetzen. Ja, das ist wirklich so. Das ist echt alles viel Arbeit. Und wie gesagt, ich hoffe, dass sich da irgendwelche Leute sich mal bei mir melden, die mir da ein bisschen mehr helfen können, auch professioneller helfen können und vernünftig helfen können. Und ich habe eigentlich noch eine Serie in Planung. Und darauf werden sich wahrscheinlich viele darauf freuen. Ja, und darum geht's. Modell Dealer and Friends wird die heißen. Das ist nämlich noch eine neue Serie, die kommen wird. Habe ich vergessen aufzuschreiben auf meinen Infozettel. Da geht es darum, Modelldealer and Friends, also Modelldealer und Freunde. Da kommt dann entweder mal ein Stammkunde vorbei oder halt sogar eine bekannte Person, sage ich jetzt mal, falls ihr prominent seid. Ich habe auch prominente Kunden. So ist das nicht. Also ich habe schon an ähm, ein, zwei, drei sehr bekannte Kunden, die kennt ihr definitiv. Also deutsche Bekanntheiten, Berühmtheiten, sage ich jetzt mal. Die kaufen, also einer kauft relativ regelmäßig ein. Aus Datenschutzgründen darf ich euch natürlich nicht nennen, wer das ist, aber ihr kennt den. Der ist wirklich extrem bekannt in Deutschland und
Der andere ist bekannt, aber vielleicht nicht so der beliebteste. Und der dritte ist auch relativ bekannt. Also das sind schon Menschen sehr, sehr bekannt eigentlich. Weit bekannter wie ich. Jemand seine Pferde wahrscheinlich, weil die ganz andere Thematiken haben. Ne? Äh, ja, wie gesagt, aus Datenschutzgründen darf ich es nicht nennen, wer das ist. Aber coole Leute auf jeden Fall. So, falls du doch prominent seid, wirklich prominent seid und meinen Channel gerne guckt, weil ich weiß ja nicht, wer einzeln unter den hinteren Nicknames versteckte sich vielleicht noch ein anderer Promi, dann kannst du dich gerne bei mir melden und dann machen wir vielleicht mal einen Termin aus und dann machen wir ein Zerleger-Video zusammen. Mhm. Und dasselbe gilt natürlich auch für meine Stammkunden, die regelmäßig bei mir vorbeikommen. Es wird dann halt dieses neue Format, die neue Serie wird dann so sein, dass ein Kumpel von mir, also entweder ein guter Stammkunde oder ein Prominenter oder wer auch immer, bei mir an meiner Schlachtbank stehen wird. Der wird sich ein Modellauto aussuchen können und dann zerlegt der Gast halt das Modellauto und wir quatschen halt über Modellautos, Autos und über Gott und die Welt. Also er wird richtig interessant und ich habe da schon so ein paar Ideen, die ich dann noch umsetzen werde und könnt sicher sein, das wird cool werden. Lustig auf jeden Fall. Weil so wenn man alleine vor der Kamera steht und quatscht, dann ist man nie so wirklich lustig. Also, das ist immer so diese Selbstgespräche, das fällt mir auch ein bisschen schwer dabei, irgendwie so Jokes zu bringen und so was alles und witzig zu sein oder charismatisch irgendwie so was, keine Ahnung. Das fällt einem schwer, weil man quasi ja eigentlich nur Selbstgespräche führt. Ihr merkt schon, ich bin ehrlich. Ja, und das wird auch so bleiben, versprochen. Egal wie berühmt ich bin, ich werde immer ehrlich bleiben. Ich glaube zwar nicht, dass ich wirklich krass berühmt werde, das bezweifle ich mal ganz stark. Ich glaube nicht, dass RTL irgendwann bei mir vor der Tür steht und wollen mich in 'n Dschungelcamp einladen. Das bezweifle ich mal ganz stark, dass ich diesen Status jemals irgendwann mal erreichen werde. Aber mir reicht schon, wenn ich bei den Modellauto-Fans bekannt bin. Das reicht mir schon voll und ganz. Ja, so, das war's. Wir haben jetzt 4:49 Uhr. In 10 Minuten ist 5 Uhr und in einer Stunde steht mein erstes Kind auf. Also meine Kinder sind beide Frühaufsteher, stehen meistens so um 6 Uhr auf und Stündchen schlafen habe ich also noch. Ne, habe ich auch nicht, weil ich muss erst mal dieses Video jetzt auch hochladen. Das dauert auch ein paar Minuten, bis das hochgeladen ist, ey. Ihr merkt schon, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Selbst so ein selbst gedrehtes Porträtvideo, keine Ahnung, entpuppt sich als langfristige Arbeit. So, wie gesagt, jetzt seid ihr an der Reihe. Teilt mich. Also nicht mich teilen, ne? Also ich will schon lieber gerne komplett bleiben. Aber meine Videos bitte teilen. Empfiehlt mich weiter. Teilt meine Videos. Irgendwelchen Facebook-Foren, wo ich nicht bin und helft mir. Echt, ich brauche echt mal ein bisschen eure Unterstützung. Jetzt seid ihr mal dran. So, danke fürs Zugucken und einen schönen Sonntag euch noch. Bis dann. Ciao, Freunde.